Pflanzen Sie keine Erdbeeren, bevor Sie das beachten. Viele machen jedes Jahr denselben Fehler und deshalb gibt es kleine Früchte und eine magere Ernte. Hallo Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Tipps von Biologen. Heute zeige ich euch etwas, das viele verschweigen. Einen einfachen Trick, der eure Erdbeeren komplett verändern kann. Aber ich verrate ihn euch nicht gleich. Bleibt also bis zum Schluss dran, denn das Wichtigste kommt am Ende dieses Videos. Wenn euch diese Tipps gefallen, liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, von wo aus ihr zuschaut. Die meisten pflanzen Erdbeeren und denken, das war's. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne und dann warten wir auf die Früchte. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Erdbeeren sind Pflanzen, die etwas mehr Pflege brauchen. Wenn du ihnen das nicht gibst, bekommst du kleine Früchte, schwaches Wachstum, einige Blüten. Und wenn du das tust, was ich dir heute zeige, kann das Ergebnis ganz anders aussehen. Sieh dir diese Pflanzen an. Auf den ersten Blick sieht alles gleich aus, aber der Unterschied wird später sichtbar. Deshalb ist es wichtig, was du der Pflanze am Anfang und während des Wachstums gibst. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den die meisten Leute überspringen. Und das sollten sie nicht. Aber bevor ich fortfahre, schreib in die Kommentare, ich will auch eine reiche Erdbeerernte erbringen. Ich frage mich nur, wie viele von euch wirklich einen Eimer voller großer, süßer Erdbeeren wollen. Was ich euch gleich zeige, ist völlig natürlich. Es kostet fast nichts und jeder kann es zu Hause machen. Viele haben es, wissen aber nicht, wie wirkungsvoll es für Pflanzen ist. Und jetzt kommen wir endlich zum Rezept. Rezept für erfrischende Erfrischungen. In 1 Liter lauwarmes Wasser geben, einen Teelöffel Trockenhefe, einen Teelöffel Zucker. Gut verrühren und 1 bis 2 Stunden quellen lassen. Anschließend die Mischung mit weiteren 4 Litern Wasser verdünnen. Anwendung: Erdbeeren direkt an den Wurzeln gießen. Alle 7 bis 10 Tage anwenden. Am besten morgens oder am frühen Abend. Schon nach wenigen Anwendungen werden Sie den Unterschied bemerken. Die Pflanzen werden kräftiger, grüner und tragen mehr Früchte. Hat Ihnen dieser Tipp gefallen? Schreiben Sie in die Kommentare, ob Sie ihn ausprobieren werden. Wenn Sie bis zum Ende dabei geblieben sind, hinterlassen Sie einen Kommentar, wir melden uns bei Ihnen. Jedes Like und jeder Kommentar bedeutet uns viel und hilft uns weiterhin, solche Tipps mit Ihnen zu teilen. Teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden, die ebenfalls Erdbeeren anbauen. Vielleicht helfen Sie ihnen ja dieses Jahr, die beste Ernte aller Zeiten zu erzielen. Wenn Sie möchten, dass Ihre Erdbeeren mehr Blüten, größere Früchte und einen viel süßeren Geschmack haben, gibt es eine völlig natürliche Düngung, die Gärtner schon seit Hunderten von Jahren verwenden. Und das Interessanteste daran ist, sie wächst überall um uns herum. Und die meisten Menschen halten sie einfach für Unkraut. Viele reißen sie sogar aus und werfen sie weg, ohne zu wissen, dass sie einer der stärksten natürlichen Dünger für Pflanzen ist. Wenn man sie richtig verwendet, können Erdbeeren stärker werden, satter grün wachsen und deutlich mehr Früchte tragen. Bleiben Sie also bis zum Ende des Videos dran, denn ich zeige Ihnen, wie man diesen einfachen natürlichen Dünger herstellt und wie man ihn richtig anwendet. Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Pflanzen im Garten. Fast jeder liebt es, frische, rote und süße Früchte direkt aus dem Garten zu pflücken. Viele Gärtner bemerken jedoch, dass ihre Erdbeeren manchmal weniger Früchte tragen, als sie erwartet haben. Manchmal sind die Früchte kleiner, manchmal wirkt die Pflanze schwach und manchmal gibt es einfach nicht genug Blüten. Einer der Hauptgründe dafür ist oft nicht die Sonne oder das Gießen, sondern ein Mangel an Nährstoffen im Boden. Erdbeeren haben ein relativ flaches Wurzelsystem und verbrauchen schnell die Nährstoffe, die sich im Boden befinden. Wenn sie beginnen, Blüten und Früchte zu bilden, braucht die Pflanze viel Energie und viele Nährstoffe. Wenn der Boden in diesem Moment nicht genügend Nährstoffe enthält, hat die Pflanze einfach nicht genug Kraft, um viele Früchte zu bilden. Deshalb verwenden erfahrene Gärtner häufig natürliche Dünger, die den Pflanzen helfen, stärker zu werden und mehr Blüten und Früchte zu entwickeln. Interessant ist, dass sich einer der besten natürlichen Dünger tatsächlich überall um uns herum befindet. Er wächst entlang von Wegen, auf Wiesen und oft sogar direkt im Garten.
Die meisten Menschen halten ihn für Unkraut und versuchen ihn zu entfernen. Doch diejenigen, die sich mit Gartenarbeit beschäftigen, wissen, dass diese Pflanze ein echter Schatz für andere Pflanzen ist. Sie ist reich an vielen Mineralstoffen, die für das Wachstum von Pflanzen wichtig sind. Sie enthält natürliche Nährstoffe, die den Pflanzen helfen, stärkere Blätter, gesündere Wurzeln und mehr Blüten zu entwickeln. Genau deshalb verwenden viele Gärtner diese Pflanze als natürlichen, flüssigen Dünger. Wenn sie als flüssiger Dünger zubereitet wird, können Pflanzen sie sehr schnell aufnehmen. Die Nährstoffe gelangen direkt zu den Wurzeln und die Pflanze nimmt sie rasch auf. Das Ergebnis ist oft schon nach wenigen Wochen sichtbar. Die Pflanzen werden grüner, kräftiger und beginnen mehr Blüten zu bilden. Bevor ich Ihnen zeige, wie man diesen natürlichen Dünger herstellt, schreiben Sie mir in die Kommentare, bauen Sie Erdbeeren an? Und wo bauen Sie sie an? Im Garten, in Töpfen, in Eimern oder vielleicht auf dem Balkon? Mich interessiert wirklich, wie viele von Ihnen Erdbeeren im Garten haben und wie viele Pflanzen Sie anbauen. Wenn Ihnen solche einfachen und natürlichen Gartentipps gefallen, geben Sie diesem Video gerne ein Like und abonnieren Sie den Kanal. Auf diesem Kanal teile ich viele Tricks und bewährte Methoden, die Pflanzen helfen, gesünder zu wachsen und mehr Früchte zu tragen, ganz ohne teure Produkte oder komplizierte Verfahren. Kommen wir nun wieder zu unserem natürlichen Dünger. Besonders interessant an dieser Pflanze ist, dass sie viele nützliche Stoffe enthält, die Pflanzen für ihr Wachstum brauchen. Sie ist besonders reich an Mineralstoffen, die die Entwicklung der Blätter und die Stärkung der Pflanze unterstützen. Wenn die Blätter gesund und kräftig sind, kann die Pflanze durch das Sonnenlicht mehr Energie produzieren. Diese Energie wird später für die Bildung von Blüten und Früchten genutzt. Deshalb sehen Pflanzen, die diesen natürlichen Dünger erhalten, oft stärker und gesünder aus. Viele Gärtner bemerken außerdem, dass Pflanzen, die regelmäßig mit dieser natürlichen Flüssigkeit versorgt werden, widerstandsfähiger gegen Stress, Wetterveränderungen und Hitze werden. Das ist besonders wichtig in der Zeit, wenn Erdbeeren beginnen zu blüten und Früchte zu bilden. Natürlich ist neben einer guten Düngung auch wichtig, dass Erdbeeren genügend Sonne bekommen und regelmäßig gegossen werden. Erdbeeren mögen sonnige Standorte und einen mäßig feuchten Boden. Wenn gute Pflege, Sonne und natürlicher Dünger zusammenkommen, kann das Ergebnis wirklich hervorragend sein. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man diesen einfachen natürlichen Dünger herstellt. Sie benötigen frische Brennnesseln. Nehmen Sie eine größere Handvoll oder mehrere Stängel Brennnesseln und geben Sie es in einen Eimer oder einen Behälter. Danach fügen Sie Wasser hinzu und lassen alles 1 bis 2 Tage stehen. In dieser Zeit gehen die Nährstoffe aus den Brennnesseln in das Wasser über. Anschließend können Sie diese Flüssigkeit zum Gießen der Erdbeeren verwenden. Am besten gießt man den Boden rund um die Pflanze und nicht die Blätter. Diesen natürlichen Dünger können Sie etwa alle 10 bis 14 Tage verwenden, während die Pflanzen wachsen und Früchte bilden. Viele Gärtner sagen, dass sie schon nach einigen Wochen einen Unterschied bemerken. Die Pflanzen werden kräftiger, die Blätter dunkelgrün und es entstehen mehr Blüten und Früchte. Wenn Sie Erdbeeren anbauen, schreiben Sie mir in die Kommentare, wie viele Pflanzen Sie im Garten haben. Mich interessiert wirklich, ob Sie nur ein paar Pflanzen haben oder vielleicht eine ganze Reihe Erdbeeren. Und wenn Sie noch mehr solcher natürlichen Gartentricks sehen möchten, vergessen Sie nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. In den nächsten Videos zeige ich noch weitere einfache Methoden, mit denen Ihre Pflanzen deutlich mehr Früchte tragen können.